In diesem Video geht's für uns nach Costa Rica, ein Land, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Wunderschöne Natur, tolle Strände und eine besondere Tierwelt, die sich so wohl nur selten findet. Und dazwischen natürlich auch ein bisschen Vanlife-Alltag. Da sind noch so ein paar Spähnchen drin. Super schick, super modern. Ja, gute Nackenstarrpotenzial hier. Pura Vida, Costa Rica! Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Noch ein paar Kilometer und dann sind wir an der Grenze von Nicaragua zu Costa Rica. Gleich müssten eigentlich schon die LKW-Schlangen wieder anfangen. Da hinten ist noch keiner. Ah, ja, okay. Da hat uns wohl einer gefunden. Der Beamte hier prüfte kurz unsere Unterlagen und erklärte uns dann, wo wir hin mussten. Das ging gut. Alles außer die Polizeikontrolle erfolgt in diesem Gebäude, an dem wir nun vorbeifahren dürfen. Wir sind aus Nicaragua raus und stehen jetzt hier irgendwo im Niemandsland. Ausreise war relativ einfach, mit dem Tipp war ein bisschen verwirrend, aber wir haben es dann doch geschafft. Wir mussten nämlich erst drin beim Kofferband uns eine Unterschrift holen, dann draußen von der Polizei, die hatte aber leider keine Lust zu arbeiten, deswegen haben wir nur einen Stempel bekommen und keiner hat ins Auto geguckt. Und dann mussten wir noch das Tipp beenden, da gab es eine kleine Schlange. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde gebraucht, Stunde 10. Ja, wir haben halt jetzt 1 Uhr, das heißt, es sind schon viele andere Leute da, vielleicht war auch ein bisschen Mittagspause dazwischen. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt bis unter einer Stunde nach Costa Rica reinschaffen. Die Grenze von Costa Rica war aufgrund einer Baustelle etwas verwirrend, aber grundsätzlich wie jede Grenze. Erst durch die Fumigation, dann gab es ein Gebäude für die Immigration und dann ging es noch ein Stück weiter zu einem anderen Gebäude, wo das Temporary Import Permit, kurz TIP, fürs Fahrzeug ausgestellt wurde. Pura Vida, Costa Rica! Wir sind in Costa Rica, ziemlich genau 2 Stunden alles zusammen gedauert. Und da vorne kommt, glaube ich, noch ein Checkpoint. Auf den haben wir ja nicht noch gewartet. Also machen wir den erstmal. Okay, den Checkpoint, den wir eigentlich noch erwartet haben, der kam nicht. War eine normale Polizeikontrolle. Von uns wollten sie nichts. Ja, eigentlich war es so wie immer, Immigration. Dann gab es so ein extra Office, wo man im Prinzip die Vorbereitung fürs Tipp gemacht hat. Da war die ganze Zeit nebenan Musik. Wir haben den Jeep gar nicht verstanden, aber hat alles geklappt. Dann muss man ein Stück weiterfahren und aktuell ist in Costa Rica eine Großbaustelle. Deswegen haben wir das Office nicht so direkt gefunden. Haben dann irgendwo im Matsch geparkt, aber hat uns einer auch schön die Füße vollgespritzt beim Vorbeifahren. Und dann müssen wir erst die Versicherung abschließen. Wir haben zwar eine für Costa Rica, aber ja, man muss halt da nochmal eine abschließen. Kostet $60 für 90 Tage. Ist jetzt nicht so günstig, aber gut. Und die Abdeckung ist wohl auch richtig schlecht. Nachdem wir das gemacht haben, waren wir dann noch am Tippschalter. Waren wir fertig. Wollte keiner ins Auto gucken. Hat keinen interessiert, dass wir noch Eier und Bananen dabei haben. Und jetzt wird es hier schon wieder eng. Ja, und jetzt fahren wir zum ersten Stellplatz in Costa Rica. Sind wir 20 Minuten von der Grenze entfernt. Und es regnet nicht mehr. Das ist doch optimal. Hier ist die Schlange ultra lang. Noch viel länger als alle Schlangen, die wir bisher gesehen haben. Scharf links. Ja, das ist wirklich mal scharf links. Wir sind angekommen beim ersten Spot und schon mitten im Dschungel von Costa Rica. Und wenn das jetzt nicht mehr anfängt zu regnen, dann machen wir gleich noch eine kleine Wanderung. Ungesehen bewegen kann man sich hier nicht. Wir werden bewacht. Oh ja, die Wachhunde schlafen eher. Wir haben Affen gesehen. Ja, noch nicht mal los auf die Wanderung gegangen, sondern gerade nur aus dem Van raus. Also wir stehen hier noch 1 Meter neben dem Van.
Also mein Anspruch wäre natürlich jetzt auch noch ein Faultier zu sehen, ne? Wir haben noch über 2 Kilometer Zeit. Ja, das Problem ist, die bewegen sich nicht so viel, da sieht man nicht so gut. Das scheint ein Mauer im Kleinen zu sein, ne? Ja, sieht ein bisschen so aus, ja. Also nicht mehr ganz klein, aber auf jeden Fall noch jung. Guck da. So, jetzt wenn es runter geht, sieht man es nochmal, ne? Wir starten jetzt auf eine 2-Kilometer-Wanderung. Die ersten Affen haben wir schon gesehen. Da hinten ist auch einer im Gebüsch. Und dann schauen wir mal, was wir noch so sehen. Wahrscheinlich werden hier unsere beiden Freunde mitkommen. Also wie zu erwarten, die 2 kommen mit. Wir haben uns jetzt gerade noch die Broschüre mitgenommen von den Wegen hier und können jetzt ein bisschen was lernen über die Natur, die auf diesem Gebiet hier ist. Wo ist das Kleine? Oh, da, läuft. Hast du gesehen? Ja. Da sind noch welche. Hier kann man sie gut sehen. Einer hängt nur am Kopf. Hier sind da schon 3 Affen. Ja, das sind mehr. Ich sehe 3. Wo ist das Kleine? Nee. Also mit dem Kleinen mindestens 5. Willkommen zu der Regenzeit. Irgendwie müssen wir da rüber. Weil da hinten geht es nämlich hoch und dann geht der Weg weiter. Ohne nasse Füße. Gut, dass wir Wanderschuhe angezogen haben. Ja, will ich auch sagen. Flussquerung ist ohne nasse Füße gemeistert. Also geht's weiter. Wo sind jetzt die Faultiere? Hat die einer schon gesehen? Gute Nackenstarrpotenzial hier. Problem ist, die bewegen sich ja auch nicht wie die Affen. Die siehst du ja sofort. Jessie führt noch eine Diskussion mit dem Hund. Wir haben einen verloren. Der hatte, glaube ich, keine Lust mehr. Witzig, wie die das da abladen und dann wieder rausströmen. Die Ameisenstraße ist richtig lang, man sieht es hier. Und das ist wie so ein Pfad. Und der geht da hinten bis zu dem Baum. Weiter kann ich jetzt nicht gucken. Aber irgendwo müssen die Blätter herkommen. Transportieren. Ah, krass, guck mal, wie lang die Straße ist. Das ist schon richtig crazy. Wir sind einen kleinen Hügel hochgegangen und jetzt sieht es so aus, als wären hier so Bäume aufgeforstet worden. Und Faultiere haben wir leider bisher noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, auch richtig schwierig, die zu finden. Aber wir bleiben dran. Ganz gute Aussicht hier. Ja, ich glaube, wir sind jetzt so am höchsten Punkt angekommen. So, kann man einen Schäferhund vorschicken, die Ziegen verscheuchen? So, hier, geh mal. Los. Ach da, alter Schwede. Hat aber ein Geweih. Oder wie nennt man das, Hörner? Ja, ist rutschig. Das habe ich doch beim klugen Ehemann gesagt, dass wir müssen wandern. Ja, ne? Ganz klug, wie bist du hier runter? Ich bin da über die Steine gegangen, aber ist auch nicht besser. Eine Rutschpartie hier. Hup, hup. Los. Du schaffst das. Was? Ich bin hier oben fern. Ja, du musst an ihm vorbeigehen. Da kannst du sowieso nicht runter, wo er ist. Hier lang, oder? Ja. Nee, da so lang.
Wir sind fast zurück und hier wird es nochmal richtig matschig. Das ist der Nationalbaum von Costa Rica und der heißt laut einem Buch Guanacaste. So, wir sind jetzt wieder da. Er hatte ja gesagt, wir werden hier viele Vögel sehen und vielleicht ein paar Affen. Also ich habe nicht einen Vogel gesehen, dafür aber viele Affen, so 10, 15. Ja, und unsere Ausbeute, was Faultiere angeht, war nicht so gut. Wir haben zwar immer nach oben geguckt, aber nicht eins gesehen. Wer weiß, vielleicht haben wir später oder so noch Glück. Mal sehen. Ah, der Kleine winkt. Ein Schwänzchen. Hey, guck mal, hinter dem Affen ist ein kleiner. Ja, ich weiß. Da, der jetzt. Und der hat mit der Hand eben gewunken. Ah, okay. Heute früh sind wir aus dem Camper raus, weil wir Brüllaffen gehört haben. Und haben wir erst noch mal die ganzen Affen uns ja eben angeschaut. Und dann kam hier die Eigentümerin von der ganzen Anlage und meinte, ob wir nach Faultieren suchen. Und wir gesagt haben, haben wir noch keins entdeckt. Und dann sagte sie, ja, am Eingang würde eins sitzen. Und das sitzt da oben. Aber ist ein bisschen versteckt, also schläft scheinbar mit dem Gesicht von uns entfernt. Da ist es. Irgendwie hängt der da halt auch so ein bisschen, ne? Das ist Er doch hängt schon... an dem Ast, der da drüber ist. Der Ja, liegt ne? oben mit dem Rücken auf einem und hängt dann mit dem Arm und Bein, oder wie man das bei dem auch immer nennt, am anderen Ast da drüber. Wir holen die Drohne ab. Ich habe die Drohne und auch noch ein Paket. War super easy. Und er sprach sogar sehr gut Englisch. Die Drohne hat tatsächlich jetzt doch noch 4 Tage gedauert. Wir hatten befürchtet, vor allem stand es immer im Tracking, dass sie erst am Montag ankommt. Aber jetzt ist sie doch schon heute am Freitag angekommen. Also passt da sehr gut zu unserem Costa Rica Zeitplan. Und jetzt sehr gut. Und jetzt müssen wir dann zeitnah einen Ölwechsel machen. Also mit zeitnah meine ich eigentlich heute. Der erste Stop normalerweise ist immer einkaufen und wir gehen jetzt heute mal in den Pequeño Mundo, weil der soll nämlich günstig sein. Costa Rica ist sowieso ultra teuer und wenn wir da nicht alles kriegen, dann würden wir nochmal zum Walmart auf die andere Straßenseite fahren. Also das ist wie im Paradies hier, gibt es eigentlich alles, aber nicht so günstig. Glas Nutella, 750 Gramm, 10 Euro. Okay, wir haben zum Glück noch welche. Welcome to Paradise. Das haben wir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sieht man ein paar Rückstände von der Zylinderbearbeitung. Da sind noch so ein paar Spänchen drin. Ja, also der Ölwechsel war auf jeden Fall wichtig. Da ist er. Perfektikus. So, Motorhaube kann zugemacht werden. Ich habe alles schon weggepackt, nämlich da hinten. Man sieht es gar nicht so richtig, aber da grummelt es und vor allen Dingen ist es ziemlich dunkel geworden. Also schnell zusammenpacken. Vielleicht kann ich ja noch, bevor es anfängt zu regnen, in den Pool springen. Wir sind startklar für den Pool. Noch ist es nur dunkel und regnet nicht und ich werde gestochen. Aber kann nicht mal lange dauern. Das sieht aber gut aus hier. Guten Morgen. Ich habe gerade hier unten schon ein bisschen Sport gemacht. Jessie macht Yoga am Pool und ich packe jetzt die Drohne aus. Und dann geht es nochmal zum Pool. Wenn wir schließlich 5 Euro bezahlen, dann müssen wir das auch nutzen. Pool kostet nämlich 5 Euro extra. Oder noch nicht mal. 2000 Kolonnen, das sind 4 Euro oder sowas. Eingepackt haben sie es ja.
Los. Die mal eine aufgemacht. Akku rein und dann kann es losgehen. Hey, du bist ja auch schon fertig. Ich bin schon abgekühlt. Na toll, ich noch nicht. Ja, dann mal los. You'll find your way back Wir sind jetzt von der Hauptstraße abgefahren und jetzt geht's noch 30 Kilometer, oh, ne, da ist hinter uns, den Berg hoch und wir machen heute noch 1200 Höhenmeter. Wir sind jetzt gerade durch die City hier oben auf dem Berg von Monteverde gefahren. Bin total überrascht, wie krass touristisch das hier ist. Was für moderne Cafés und Restaurants es hier gibt, ist echt der absolute Wahnsinn. Super schick, super modern. Aber es ist auch ultra steil hier. Ja, erster Gang. Erster Gang und ultra steil. Was da? Weil Da Anfang nicht so geil gewesen, würde ich sagen. Aber wir haben ohne Probleme geschafft. Wir sind in Monteverde angekommen und hier bei einem super netten Costa Ricaner, der da hinten so einen alten Schulbus hat, wo er drin wohnt. Der Platz ist nicht groß, aber für uns reicht es auf jeden Fall. Und der hat uns sogar extra hier vor unsere Tür so ein paar Bretter gelegt, damit wir nicht in den Matsch treten müssen. als ob er gewusst hätte, dass es nach wenigen Minuten wie aus Kübeln zu regnen anfängt. So stark hatten wir es bisher noch nicht. Und leider drückt das Wasser sogar durch das Fenster ins Auto rein. Guten Morgen. Punkt 7 hat das Visitor Center hinter uns aufgemacht. Und wir sind als Zweiter sozusagen reingegangen. War jetzt auch kein Problem, dass wir keine Reservierung hatten. Jetzt musste Martin sich da anstellen, aber ich glaube, der ist gleich auch schon dran. Und dann sollten wir Tickets bekommen und dann können wir hoffentlich gleich in den Shuttlebus einsteigen. Und dann geht's los. Wir sind jetzt im Park drin, sind mit dem Shuttle hochgefahren und der Eintritt hat inklusive Parken, ich glaube 56,99 US-Dollar gekostet, also nicht so günstig für einen Tag. Aber wir sind sehr gespannt, was wir so sehen und bisher sieht es schon sehr cool aus. Also die scheinen es auch ganz gut getaktet zu haben. So ein Shuttle fährt alle 15 Minuten. Und das ist Punkt 7:15 Uhr losgefahren und war voll besetzt. Ja, jetzt sind wir aber trotzdem mit die Ersten hier im Park. Ja, und wie du sagst, ne, sieht schon eindrucksvoll aus. Und wie findest du die Hängebrücke? An sich mega cool, aber die wackelt schon ordentlich. Also, ja, und man kann natürlich auch wieder bestens durchgucken. Das liebe ich ja besonders. Also einfach geradeaus gucken. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier was sehen. Monteverde gehört wohl zu den letzten echten Nebelwäldern der Welt.
Hier herrscht ein seltenes Mikroklima, das eine große Artenvielfalt begünstigt. Der Quetzal, ein ganz besonders verehrter Vogel, lebt hier, genauso wie tausende Pflanzen- und Tierarten. Also ein ganz besonderer Ort in Bezug auf seine Natur. Ja gut. Was man sieht, überbleibt der Fantasie, würde ich sagen. Und wie ist die Aussicht? Welche Aussicht? Na, diese hier. Siehst du nicht das Meer und die Berge? Und die nächste schöne Aussicht. Wir sind wieder am Eingang. Jetzt knapp 1,5 Stunden unterwegs und haben unseren ersten Loop abgeschlossen. Aber der Eintrittspreis muss sich natürlich lohnen. Deswegen gehen wir noch einen zweiten Loop und alle Wege, die es so gibt. Wir haben blauen Himmel im Regenwald gefunden. Ja, Thomas, es gibt Frühstück. Ich will auch Frühstück. Was war die schon scheiße? Wir stehen jetzt hier an so einer Mini-Lichtung und als wir beim ersten Mal vorbeigegangen sind, sagte ein Guide, er hätte gerade einen Quetzal gesehen, der wäre aber dann abgehauen und jetzt als wir hier zurückgekommen sind, hatte ich einen Vogel gehört und dann kam der Guide und meinte, ja, das war das Geräusch vom Quetzal, müsste also ganz nah sein. Ja, aber es hat ihn bisher keiner gesehen. Wir warten jetzt einfach noch mal einen Moment. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Wir haben jetzt 15 Minuten geguckt, aber ihn leider nicht gesehen. Wir haben ihn noch nicht mehr gehört. Aber ich glaube, es ist auch ultra schwer, den zu sehen. Weil ich glaube, kennen wir irgendjemanden, der schon mal einen Quetzal gesehen hat? Ich glaube nicht, ne? Also selbst die Schweizer, wo wir die erste Nacht hier in Costa Rica standen, da hatte sie auch gesagt, sie hat noch nie einen gesehen. Und die wohnen seit 27 Jahren hier. Von daher, wir halten einfach weiter die Augen offen. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Aber das müsste schon ein großes Bild sein wahrscheinlich. Wir sind das zweite Mal an der Hängerbrücke. Ist immer noch nicht viel los. Wir sind jetzt fast wieder am Ausgang, oder Eingang ist ja hier das gleiche. Haben jetzt eigentlich jeden Weg mitgenommen und die Augen offen gehalten nach den Quetzales, aber leider keinen mehr gesehen. Ja, an sich ist es schon schön hier, halt so richtig Regenwald, Nebelwald. Wir hatten gehofft, wir sehen mehr Tiere, also wir haben wirklich super wenig Tiere gesehen. Und aus diesem Grund würden wir für uns behaupten, dass $56 zu teuer dafür sind. Aber wer sich dafür interessiert, und es sind auch ganz viele, die einen Guide genommen haben, um sich hier die Bäume und die ganzen Blüten nochmal ganz anders erklären zu lassen. Das ist bestimmt auch interessant. Ich freue mich jetzt aufs Kolibri Café, das soll nochmal ein Highlight werden. Da ist ein Quetzal, aber er zeigt uns nur seinen Hintern. Hätten wir auch so nie gesehen. Eine Frau hier auf dem Weg hat uns darauf hingewiesen. Was für ein Glück. Que esto sería jaguar. Yo creo que ya podemos devolvernos. Weil sieht man nur seinen Bauch. Ein paar Schritte weiter und jetzt haben wir doch ein Quetzal gesehen.
Ja, eigentlich waren wir schon gefühlt aus dem Park raus. Aber dann war so eine Frau mit, habt ihr den Quetzal gesehen? Wir so, nein. Und der saß ultra weit oben im Baum. Ja, also hätte die nicht genau gezeigt, wo er sitzt, hätten wir ihn nicht gesehen. Ja, und dann kam aber ein Tourguide und hat dann gesagt, ja, cool, dass wir den gefunden haben und guck mal, dass wir mit durchs Teleskop gucken können und so. Ja, das war richtig schön. Ja, man konnte ihn ja leider nur von hinten sehen. Also so richtig den bunten Bauch und so hat man jetzt nicht so gut gesehen, aber wir haben zumindest einen gesehen. Vielleicht sehen wir ja dann jetzt irgendwann noch mal so ein bisschen näher. Aber ich glaube, 2 zu sehen ist schon sehr schwierig in Costa Rica. Ja, er hat schon gesagt, wir sind sehr, sehr lucky, dass wir ihn gesehen haben. Hier sieht man ihn noch mal in voller Pracht. Und dann ging es ins Kolibri-Café, auf das ich mich schon ganz besonders gefreut hatte. Direkt am Rand des Nebelwalds gelegen, kommen hier täglich zahlreiche Kolibris an die Futterstellen, die hier aufgehangen sind. Also ein etwas anderes Café, wo man diese wunderschönen Tiere aus nächster Nähe beobachten kann. Es ist 19:40 Uhr und wir machen heute was ganz Verrücktes. Wir gehen noch mal raus, denn wir haben eine Nachttour gebucht. Das heißt, wir müssen vom Campingplatz jetzt hier ein paar Meter runtergehen und da startet die Tour. Und dann sind wir ganz gespannt, was wir da alle so für Tiere der Nacht sehen werden. Ob es Spinnen gibt, auf die ich mich nicht so freue. Oder vielleicht ein paar bunte Frösche oder so. Ja, mal sehen. Besonderes Schmankerl, es regnet. Ist ja schließlich auch Regenzeit, ne? Was wollen wir erwarten? Also los jetzt. Es geht los. Wir haben nur mit 2 Roten. Also, wir und Guide. Django have methacarbonine in the body. I wouldn't see it this way. No. We see them most of the time that live like that. Okay. Okay, interesting. Yeah. Monmouth. Only we find this one in this forest, but of course if you go to another place, we find another 5. They like to eat crickets, grasshoppers. But it's so pretty. Uh-huh. Really pretty. And most of the time we find only the men. Okay. And this is a female, and they think it's always is right there. But they are very sensitive. They have something special hairs on the stomach. It's a little bit crazy when they try to fly. Ah, they can fly? Right, Yeah. yes. This one over here and another one there. Ah, okay. We have 2 right here. So, noch besser. Aber dann geht's jetzt nicht so. Machen wir mal drauf. Also, From this one, when the snake coming higher, they have this one over here for get out. okay. And this is the team for that. I never see like that. So, ist. Groß wie ein V. Wir haben jetzt hier kurz bei der German Bakery angehalten, mussten wir natürlich. Wer unsere Videos schon öfter geguckt hat, weiß, bei den Bäckereien müssen wir sowieso immer anhalten, erst recht, wenn sie German sind. Brot, Käsekuchen, Und noch mehr. Brezeln, genau, eingedeckt und ja, das werden wir uns erstmal schmecken lassen.
Der Mittagspausenspot ist erreicht. Das dürfte der Vulkan Arenal sein. Wenn ich da richtig liege. Ganz scharf. Ist doch gut, ist eine Abkühlung. Und den Strom. Also die Anlage hier ist auf jeden Fall richtig schön. Mit den Seen und den vielen bunten Pflanzen. Richtig schön. Also hier bleiben wir auf jeden Fall mal 2 Nächte. Also so kaltes Wasser hat man schon lange nicht mehr. Das hat vielleicht 20 Grad. Same procedure as every Nachmittag. Es regnet und zwar mal wieder richtig ordentlich. Nach dem Regen kommt zum Glück ja auch immer wieder die Sonne raus. Wir genießen diesen Platz, bevor es weitergeht, in die weiteren Regionen Costa Ricas. Das seht ihr aber erst in der kommenden Woche. Und bis dahin danken wir euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und falls ja, lasst uns doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Da freuen wir uns immer sehr. Und falls ihr die weiteren Videos nicht verpassen wollt, abonniert doch gern auch unseren Kanal. Das kostet nichts, unterstützt uns aber sehr. Danke euch und bis nächste Woche.